Mahlzeit, herzlich willkommen beim Right View Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind hier im Naturresort vom Erlebnispark Tripsdrill beziehungsweise auch dem Wildparadies. Denn es gibt nicht nur den Erlebnispark Tripsdrill, ein großer, fantastischer und wirklich mit Liebe gemachter Freizeitpark. Und das Naturresort ist dann die Übernachtungsmöglichkeit. Es gibt Schäferwagen, aber auch hier diese Baumhäuser. Und wir sind heute in einem dieser Baumhäuser und wollen euch das zeigen und näher bringen. Und wir gehen jetzt mal zu unserem Baumhaus. Und vor den Häusern hier, diese Wege, haben überall unfassbar schöne Lampen. Und die Baumhäuser sind wirklich oben in der Höhe der Bäume. Und zu jedem Baumhaus gehört auch ein Baum, zeigen wir euch gleich. Aber erstmal mache ich hier Platz für euch, dass ihr reinkommt. Und dann kommt bitte gerne mit in unser Baumhaus. Herzlich willkommen unterm Blätterdach, eigentlich im Blätterdach, denn das ist der Name von unserem Baumhaus heute hier bei unserem Besuch. Die Baumhäuser haben alle eigene Namen und ja, ich möchte euch noch kurz mit hier durch unser Baumhaus nehmen, wie das denn hier jetzt gerade von innen aussieht. Und wenn ihr reinkommt, ihr habt quasi einen großen Raum und zentral das Wichtigste wahrscheinlich ist natürlich das Bett mit so einem coolen Wurzelwesen hier vorne mit dran und es gibt nicht Schlafschafe, doch Schlafschäfchen zum Mümmeln und zum Zählen. Aus Erfahrung kann ich euch schon sagen, hatten wir dann die Fenster auf beim Schlafen. Ihr habt überall übrigens Insektengitter vor und konnten dann nachts die Wölfe heulen hören. Das ist super cool. Es gibt verschiedenste Garderobenvarianten, Dekoration, die hier auch noch mit drin ist. Ihr habt eine sehr hohe Decke und auch Ablagen mit Steckdose und auch Lichtschalter direkt am Bett. Und das ist das Doppelbett, was zentral drin ist. Wir bleiben direkt bei den Betten an sich hier. Und es gibt nämlich noch mal 2 gestapelte Einzelbetten, Etagenbett. Und hinten noch mal mit einer Ablage sogar und einer eigenen Lampe, auch mit einer eigenen Steckdose, finde ich immer. Also heutzutage ist es ja unabdingbar, dass jeder eine eigene Steckdose am Bett hat. Auch hier noch mal die Möglichkeit, Dinge aufzuhängen. Dann haben wir so eine kleine Ecke mit einem Schränkchen für die kleine Versorgung, denn das Ganze ist jetzt kein Selbstversorgerhaus. Es gibt Frühstück, das ist aktuell noch im Wildparadies ganz oben. Jetzt gerade ist hier nebenan große Baustelle, von der man hier gar nichts mitbekommt, weil wir jetzt ziemlich waldig unterwegs sind. Da haben wir auch ein Video zu gemacht, was in den nächsten Jahren hier in Tripsdrill passiert mit der riesigen Erweiterung. Und dann wird es auch dort zentral einen Frühstücksbereich geben. Es ist ja nicht verkehrt, den ganzen Berg hochzulatschen morgens in der Früh in der Natur. Das ist schon sehr, sehr cool, aber vielleicht auch für den einen oder anderen einfacher, entspannter eben rüber zu gehen, statt durchs halbe Wildparadies zu laufen, was aber auch seinen Charme und Charakter hat. Ihr habt eine Kaffeepad-Maschine mit hier. Ich kenne mich da nicht so aus, aber auch Tee ist vor Ort auf jeden Fall. Ja, guck mal hier, Tripsdrill. Was ist das denn? Bestimmt Zucker, weil Tripsdrill versüßt ihn den Tag, ist bestimmt Zucker. Auch da bin ich nicht im Thema. Gläser, Tassen, Mülleimer, eine Schublade mit Stauraum und einen Kühlschrank. Das finde ich sehr wichtig. Und wir haben hier einen Wald und das ist ja auch ein Familiending. Handfeger und Kehrblech. Kann auch nicht schaden. Noch mehr Garderobenhaken, die alle wirklich ja, cool geformt. Also einfach so ist untertrieben gesagt, aber es sind halt Stöcke mit Ästen. Auch ein Koffer mit einer Uhr oben, nochmal ein Fensterchen klein mit Vorhängen vor. Und dann gibt es noch eine kleine Sitzecke mit einer Bank, Tisch und 2 Hockern vor. Also es gibt auf jeden Fall, das ist in Hotelzimmern gar nicht normal, für 4 Leute, die hier schlafen können, auf 4 Sitzplätze. Normalerweise hat man ja auch Doppelzimmer, wo 2 Leute schlafen können und immer nur einen Sitzplatz. Die Heizung, die jetzt hier steht, das ist jetzt nicht sexy. Ja, da sind wir uns einig. Es gibt eigentlich eine Fußbodenheizung. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie von irgendwas drüber geblieben ist oder irgendwie Maintenance abgestellt oder doch nochmal kalt geworden. Das weiß ich gerade gar nicht. Die ist eigentlich sonst nicht hier drin. Lampe über dem Tisch finde ich auch immer wichtig. Und dann gibt es auch noch einen Fernseher, falls euch das
entertainmentmäßig hier nicht abholt, dass ihr hier in diesem geilen Setting seid und uns dann doch noch um 18 Uhr das neueste Ride Review Video angucken wollt. Aber wenn ihr den Kanal abonniert habt, könnt ihr das später auch noch mal, also ihr könnt das auch so später noch mal machen, aber macht das mal. Deswegen ist auch hier Wi-Fi-Passwort an der Wand, damit ihr das auch direkt machen könnt. Und natürlich gibt es auch in jedem Baumhaus, in jedem Zimmer ein eigenes Klo. Das klassische ausgeschnittene Herz. Ihr könnt hier nicht durchluren, das ist ein Spiegel, ihr kleinen Schweinchen. Und ein Nachttopf symbolisiert, glaube ich, eine Toilette am besten. Wenn ihr etwas jünger seid, da hat man früher nachts reingemacht, weil nämlich das Klo draußen irgendwo im Kalten war. Auch hier, ja, rustikal, cool. Und dann kommen wir ins Bad. Ich weiß nicht, ich besitze nicht so viele Dinge, die man aufhängen kann, aber ihr könnt hier noch mehr Sachen aufhängen. Ablagemöglichkeiten, das finde ich immer wichtig. Ein schönes Waschbecken, so ein, wie nennt man das nochmal, Aufstellwaschbecken? Auf Sitz. Auf Sitz. Ich stelle das drauf. Ich habe eben gedacht im Raum, oh schade, ich dachte, das ist doch in jedem Baumhaus so eine kleine Maus versteckt. Das hatten wir dann in dem ersten Video vor Jahren euch ja schon mal gezeigt. Hier habe ich sie gefunden in dem Raum. Natur Resort Seife. Ich muss ja, ich werde noch Beauty-YouTuber. Hairdryer, da kenne ich mich nicht mit aus. Was super cool ist, ein ausziehbarer Hocker, damit eure Kleinsten da auch draufstehen können, ans Waschbecken kommen. Die Schuhe sind sonst nicht so dreckig, wir waren eben auf der Baustelle. Das ist mir gerade sehr unangenehm. Handtücher vorhanden, Mülleimer, Lokus. Auch hier nochmal Ausblick, auch hier Fliegengitter geschützt und die waldige Dusche mit dem Fuchs. Hi. Und das war mutig. Eine Gießkannendusche finde ich super stark. Einfache Idee, nicht neu, revolutionär, aber trotzdem stark. Und wenn es nicht so wäre, wären wir, glaube ich, alle unglücklich. Noch nicht erzählt haben, es gibt auch die Terrasse hier oben. Ich liebe draußen sitzen und hier habt ihr eine Bank mit 2 Hockern wieder. Die Lampe müssen wir gleich dann noch auschecken. Ablagemöglichkeiten und ihr seid hier ja mitten im Wald. Richtig, richtig nice. Und das Wichtige ist ja, damit das auch ein Baumhaus ist, in jedem Baumhaus ist ein Baum integriert und man hat da Ringe drumherum gesetzt. Das heißt, wenn die Bäume über die Jahre wachsen, kann man diese Ringe rausnehmen und die Bäume können weiter wachsen und sind so weiterhin im Baumhaus integriert und das Ganze ist super naturschonend. Die Baumhäuser sind übrigens hier so auf Erdnägeln im Boden eingelassen und können rückstandslos und ohne irgendwie die Natur zu beschädigen wieder entfernt werden. Und die sind auch ohne die Natur zu beschädigen hier überhaupt erst aufgestellt worden. Was gibt es Schöneres als einen Sonnenaufgang im Wald auf der Terrasse deines eigenen Baumhauses? Ich glaube nicht viel. Und die Sonne geht auf, das bedeutet, wir haben morgens und wir müssen euch natürlich auch noch mitnehmen, wie ihr hier versorgt werdet. Und zwar mit dem Frühstück. Das ist jetzt erstmal nicht hier im Baumhaus, sondern ihr müsst hoch ins Naturparadies. In ein paar Jahren, wenn hier dann die große Erweiterung kommt, müsst ihr gar nicht mehr so weit. Und da gehen wir jetzt gemeinsam mit euch hin. Und wenn ihr denkt, boah, was esse ich denn abends, wenn ich jetzt aus dem Park komme, Hunger habe, nirgendwo groß hin will. Es gibt den Schäferimbiss. Da gibt es von der Bockwurst bis zur Maultasche eigentlich alles. Und auch dann to go, das könnt ihr euch damit hier in euer Baumhaus nehmen. Und das heißt jetzt nicht nur Schäferimbiss, weil das irgendwie einen Namen braucht, sondern es gibt auch noch eine andere Übernachtungsmöglichkeit hier im Naturresort. Neben den Baumhäusern könnt ihr auch im Schäferwagen übernachten. Und dann sind in der Mitte
wo Schäferwagen drumherum sind echte, lebendige Schafe, die ihr dann bestaunen könnt. Und auf der anderen Seite raus sind, glaube ich, schon Alpakas und Esel auch noch, die, wenn ihr die Gardinen nicht zumacht, euch beim Schlafen beobachten können. Also auch nochmal ein richtig cooles Feature. Und ist das schön. Das ist traumhaft, oder? Übrigens, solltet ihr jetzt auch unbedingt so ein Baumhaus machen wollen, was ich komplett verstehen kann, also da drin übernachten wollen, und ihr seid vielleicht nicht in der Lage, Treppen zu steigen, gibt es das Ganze auch quasi ebenerdig. Und ihr könnt hier vom Wald- oder Naturresort aus gerade rein cruisen oder anders euch dahin rein fortbewegen. Ja, die Rehe sind schon beim Frühstück, nämlich der Weg führt ein Stück auch durchs Wildparadies und wenn ihr Glück habt, könnt ihr schon ein paar Tiere sehen auf dem Weg zum Frühstück. Also wir nutzen jetzt den wunderschönen Tag und sitzen hier draußen. Ist noch ein bisschen frisch, ein bisschen kühl jetzt im Frühjahr, aber es ist in der Sonne total angenehm auszuhalten und viel ruhiger und viel geilere Luft als drin. Guten. Ich liebe die Baumhäuser im Erlebnispark Tripse bzw. im Naturresort. Und wie ist eure Meinung dazu? Das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr wieder zum neuen Video hier auf dem Radio YouTube Kanal.